Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch dieses Muster. Ein sehr schönes, auch sehr einfaches Muster, finde ich. Kann ich mir sehr gut zum Beispiel bei Mützen vorstellen. Man kann aber auch als Bündchenmuster das verwenden. Das zieht sich auch schön zusammen, wenn man mal was Besonderes stricken möchte. Also ich wünsche euch einfach viel Spaß beim Stricken. Für das Muster habe ich bereits die Maschen angeschlagen. Maschenanzahl ist hier teilbar durch 7 plus 4 Maschen. Also für dieses Probestück habe ich jetzt 25 Maschen angeschlagen. Die Randmasche hebe ich ab. Dann stricke ich 2 Maschen links und 5 Maschen rechts. Das ist jetzt Musterrabatt bei der ersten Reihe. 2 Maschen links, 5 Maschen rechts. Und wir wiederholen das Ganze. 2 Maschen links, 5 Maschen rechts. Und am Ende der Reihe stricke ich 2 Maschen links, da habe ich mich jetzt verzählt, eine Masche zu viel gestrickt, aufgenommen, dann stricke ich 2 Maschen zusammen und hier die Randmasche stricke ich immer rechts, man kann die aber auch links stricken, also in dem Fall stricke ich rechts. Wie gesagt, ich habe mich mit den Maschen hier verzählt. So, jetzt stricken wir die zweite Reihe. Da stricken wir alles nach Muster. Die Randmasche hebe ich ab. Und zwar, ich habe jetzt die letzte Masche als eine rechte Masche gestrickt. Deswegen hebe ich die erste Masche so ab, dass ich den Faden vor der Arbeit lege, die Masche abhebe und dann weiter stricke. Wenn man die links strickt, dann bleibt der Faden hinter der Arbeit. Und dann stricke ich alles nach Muster. Wir haben 2 Maschen rechts und 5 Maschen links. Zwei Maschen rechts, 5 Maschen links und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Und ich wiederhole das immer wieder mit den rechten Maschen. Ich stricke keine verkreuzten Maschen. Ich habe eine andere Strickart. Ich habe das in einem Video schon mal erklärt und gezeigt, wo der Unterschied liegt. Deswegen sind ganz normale rechten Maschen, keine verkreuzten Maschen. So, am Ende der Reihe habe ich jetzt 2 rechten Maschen und die letzte Masche stricke ich auch rechts. So schaut es aus. So, stricken wir die dritte Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 2 Maschen links. So, jetzt müssen wir diese 2 Maschen, wir haben hier 5 rechte Maschen und die ersten 2 Maschen verkreuzen wir. Jetzt schauen wir, wie die Maschen bei mir liegen. Also die liegen bei mir so, dass die rechte Seite von der Maschen bei mir hinten liegt. Falls es bei euch anders ist, dann müsst ihr die Maschen erstmal abnehmen und wenden. Zum Beispiel, wenn die jetzt so liegen, dass die rechte Seite, ich habe jetzt die rechte Maschenseite vorne liegen. Das ist normalerweise die übliche Art, wie man strickt. Ich stricke halt eben anders. Dann hebe ich beide Maschen ab, wende die Maschen und setze die wieder dann auf die linke Nadel. Und jetzt bei mir sitzen die schon richtig. Jetzt gehe ich an die zweite Masche und stricke diese erstmal rechts.
Und dann stricke ich die vordere Masche hier vorne auch rechts. Jetzt haben wir die beiden Maschen verkreuzt. Jetzt stricke ich 3 Maschen rechts, 2 Maschen links. Jetzt, wie gesagt, bei mir liegen die Maschen schon mal richtig. Ich stricke die hintere Masche erstmal rechts und dann die vordere Masche auch rechts. Und dann verkreuzen sich die Maschen. 3 Maschen rechts. Jetzt nochmal 2 Maschen links und die ersten 2 rechten Maschen. Entweder ihr nehmt die Maschen ab und wendet die, damit diese rechte Schlingenseite hinten liegt. Oder ihr strickt genauso wie ich, dann muss man die Maschen nicht abnehmen. So, erst die hintere Masche rechts stricken, dann die vordere. Jetzt stricke ich die restlichen Maschen nach Muster. 3 Maschen rechts, 2 Maschen links. Und die letzte Masche stricke ich rechts, man kann diese aber auch links stricken. So, jetzt wende ich das Ganze und die linke Seite stricken wir alles immer nach Muster. Da haben wir immer 2 Maschen rechts und 5 Maschen links. Also alles nach Muster stricken. 2 Maschen rechts, 5 Maschen links und so weiter. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, jetzt stricken wir die 5. Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Dann stricke ich 2 Maschen links. So, jetzt stricke ich eine Masche rechts und die zweite und die dritte Masche, die stricken wir verkreuzt, genauso wie bis jetzt. In der Reihe davor erst die hintere Masche rechts stricken, dann die vordere Masche rechts stricken, abheben. Jetzt 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. Und so stricken wir dann weiter. Also hier haben wir wieder die 5 rechten Maschen. Die erste Masche stricke ich rechts, die zweite und die dritte. Also wenn die Maschen anders schauen, erst abheben, die Maschen wenden und dann erst die hintere Masche rechts stricken, dann die vordere Masche rechts stricken. Rest nach Muster, 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. Und das Ganze wiederholen wir nochmal. Eine Masche rechts, erst die hintere, dann die vordere Masche und Rest stricken wir dann nach Muster. So schaut diese Seite aus. Und die nächste Reihe, die linke Reihe, stricken wir alles wieder nach Muster. So, jetzt sind wir wieder auf der rechten Seite. So, die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 2 Maschen links. So. Jetzt stricke ich die erste und die zweite Masche rechts von den 5 Maschen und die dritte und vierte verkreuzen wir. Also erst die hintere Masche rechts stricken, dann die vordere Masche und eine Masche rechts stricken. Das Ganze wiederholen wir. 2 Maschen links, 2 Maschen rechts und stricken wir praktisch 2 Maschen verkreuzt. Erst die hintere, dann die vordere Masche und die letzte Masche rechts stricken. Dann stricke ich wieder 2 links, 2 rechts und die 2 Maschen
verkreuzen wir wieder. Eine Masche rechts und so weiter, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, ich denke mal, das Muster kann man jetzt ziemlich gut verstehen, ne? So, die linke Reihe stricken wir nach Muster und dann wenden wir nochmal und stricken die rechte Seite. So, dann stricken wir die 9. Reihe, praktisch genauso wie bis jetzt. Also ich stricke jetzt 2 Maschen links und jetzt müssen wir die letzten 2 Maschen verkreuzen. Also ich stricke erstmal 3 Maschen rechts, die letzten 2 Maschen verkreuze ich, erst die hintere rechts stricken, dann die vordere rechts stricken, 2 Maschen links, 3 Maschen rechts, 2 Maschen verkreuzen, erst die hintere und dann die vordere Masche verkreuzen. Und den Rest nach Muster, 2 Maschen links, 3 Maschen rechts und die letzten 2 Maschen verkreuzen wir wieder. Und am Ende der Reihe 2 Maschen links, eine Masche, die letzte Randmasche stricke ich rechts. So, die linke Reihe stricken wir dann wieder nach Muster. So, so schaut es aus und jetzt sind wir bei der 11. Reihe und die wiederholen wir genauso wie die Reihe hier, wo wir die Maschen verkreuzt haben. Das ist praktisch dann die 3. Reihe, ab der 3. Reihe wiederholen wir das Ganze. Also ich stricke jetzt 2 Maschen links und die erste und die zweite Masche verkreuze ich. Erst die hintere rechts, dann die vordere Masche rechts stricken. 3 Maschen rechts, 2 Maschen links und die ersten 2 Maschen verkreuzen wir. Erst die hintere rechts, dann die vordere Masche rechts. Weitere Maschen verkreuzen und so weiter. So, und in der nächsten Reihe, also von vorne verkreuzen wir wieder die 2. und die 3. Maschen, dann die 3. und die 4. und die 4. und die 5. Bis wir alle Maschen wieder verkreuzt haben. So stricken wir dann weitere Reihen. Wie gesagt, dann einfach ab der 3. Reihe das Muster stets wiederholen. Und die linken Reihen stricken wir alle nach Muster. So, und ich mache es wie immer, so noch ein paar weitere Reihen stricken und dann zeige ich euch auch, wie das Muster ausschaut. So, ich habe jetzt ein paar Reihen weiter gestrickt, so schaut das Muster aus. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Stricken, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch ganz viele Kommentare, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.